Maßband, Leder, Schablone, Schusterhammer. Das sind nur einige der Zutaten, die man für eine richtig gute Sandale braucht. Seit mehr als 40 Jahren macht Andreas Thilow Sandalen. Alles von Hand. Qualität, die ein Leben lang hält. Die sitzen am Fuß extrem gut. Es ist alles drin, was eine gute Sandale ausmacht. Die Sandalenwerkstatt in Freiburg. Am Anfang jeder Sandale kommt der Kunde zum Maßnehmen mit einer Art Stempelkissen. Jetzt den anderen wieder da vorstellen, dass sie beide gut beieinander sind und jetzt drauf stehen. Ja, so und jetzt zeichne ich dann den Fußumriss. Den brauchen wir ganz notwendig auch dafür. Nicht nur den Abdruck, sondern auch den Umriss. Den Abdruck braucht Andreas Thilow, einer der Sandalenmacher, für das Fußbett. Und den Umriss für die Größe und Form der Sandalen, von beiden Füßen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der linke und der rechte Fuß fast immer unterschiedlich sind. Etwas unterschiedlich in der Länge, etwas unterschiedlich in der Breite und auch manchmal sogar in der Form her unterschiedlich. Dass der rechte zum Beispiel etwas nach innen zeigt und der linke geradeaus. Es gibt so ganz feine Unterschiede und die können wir beim Fußmaß abnehmen, so wie wir es jetzt gemacht haben, berücksichtigen. Das kann man in der Industrie nicht, das kann man nur, wenn man es nach Maß macht. Wir haben durchaus Unterschiede bis zu 10, 12 mm Unterschied zwischen links und rechts. So, das war es eigentlich schon. Dann hinsetzen, ja, und Fuß hochnehmen. So. Jetzt können wir sehen, was beim linken rausgekommen ist. Genauso schön wie der rechte auch. Der Fußabdruck ist die Grundlage für ein Sandalenpaar nach Maß. Dabei ist die Form der Vorlage bewusst größer als der Fußabdruck. Ich neige dazu, den Abdruck generell etwas länger zu machen, als es wirklich notwendig wäre. Ich kann immer hinterher noch etwas abschleifen. Aber ganz peinlich ist es, wenn der Fuß drin sitzt und die Sandale ist zu kurz. Das heißt, wenn die Zehen also über den Rand hinausstehen. Das darf nicht passieren. Dann können wir es nochmal machen. Nach dem Ausschneiden der Vorlage wird die sogenannte Pelotte positioniert. Eine Stelle in der Sohle, die sich in richtiger Position zu den Zehengrundgelenken befinden muss. Eine Stelle, bei der die Sandale später etwas höher wird. Unter den Gelenken würde die Pelotte sehr schmerzhaft beim Gehen sich bemerkbar machen. Wenn die Pelotte zu weit hinten sitzt, dann verliert sie ihre Wirkung, weil sie dann den Fuß nur noch geringfügig stützt. Sie muss also von hinten kommend gerade bis hinter die Zehengrundgelenke reichen, damit sie optimal den Fuß stützt, aber nicht im Bereich der Grundgelenke. Elementar ist auch, wo die Riemen hinkommen. An der falschen Stelle hinten rutschen die Sandalenriemen runter. Und auch vorne kann man beim Setzen der Riemen ziemlich daneben liegen. Man könnte zum Beispiel die Riemenlöcher hier weiter vor oder weiter hinten ansetzen. Was hier außen, also wenn es da außen weiter vor sitzen würde, dann würde der Kleinzeh gepresst werden, abgedrängt werden nach innen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der Fuß frei drauf steht. Deswegen liegen die vorderen Punkte genau an den Zehengrundgelenken. Das kann man bei der Hand auch probieren. Die Hand hier ist beliebig eigentlich zusammenzuquetschen. Hier geht gar nichts. Wenn ich die Hand gerade mache, das ist ganz fest. Und das ist der Punkt, wo wir die vorderen Riemenlöcher setzen. Man kann also einiges falsch machen.
Wenn beide Schablonen fertig sind, ist ein wichtiger Schritt getan. In diesem Modelliervorgang ist schon viel vorweggenommen von allem, was weiter mit der Sandale passiert und was entscheidend ist, ob sie sitzt oder nicht sitzt. Ebenfalls entscheidend ist die spätere Sohle, die aus einem dicken Rindsleder besteht, das aus einer Gerberei im Schwarzwald kommt. Das Besondere an diesem Leder ist eigentlich die durchgehend sehr feste Struktur. Es ist nicht lappig, es ist auch nicht bockelhart, sondern es ist ein gut noch biegsames Leder, was aber doch schon sehr stabil ist im Aufbau. Durch das Gerben ist das Leder noch widerstandsfähiger. Es ist pflanzlich und damit schonend und schadstoffarm gegerbt. Andreas Thilow schneidet die Sohle entsprechend seiner Schablone in leichter Übergröße aus. Das Sohlenleder muss später einiges aushalten. Es gibt 3 Beanspruchungen. Es ist die Beanspruchung durch den Fußschweiß des Trägers. Es ist die Beanspruchung durch Wasser, sprich Regen oder durch eine Pfütze gehen, durch den Bach gehen. Meerwasser ganz besonders ist sehr aggressiv für Leder. Da wird Leder wirklich schlecht. Und das 3. ist Sonnenlicht. Da wird das Leder auch versprödet und länger im Sonnenlicht sollte man die Sandalen nicht lagern, weil sie dann eventuell brechen würden. Gut einfetten, nicht in die Sonne stellen, nicht an die Heizung stellen. Ein paar Tipps für die späteren Sandalen. Nach dem Ausschneiden der Sohlen werden sie von einer Seite mit Schleifpapier aufgeraut. Mit dem Aufrauen bezwecken wir, dass die losen Fasern von der Schleifwalze rausgerissen werden aus dem Leder. Und die nicht rausgerissen werden können, die sitzen genügend fest drin, dass man die dann verkleben kann mit der nächsten Schicht. Der Kleber, der hier aufgetragen wird, hat eine bessere Haftung in der Lederschicht. Die spätere Sohle besteht aus mehreren Schichten. Von dieser ersten, obersten Sohlenschicht wird nur die Unterseite zum Verkleben mit der nächstliegenden Schicht vorbereitet. Die Oberseite bleibt auch später sichtbar. Sie wird jetzt im nächsten Arbeitsschritt eingefärbt. In welcher Farbe? Ganz nach Kundenwunsch. Von Natur über Cognac, Rotbraun, Kastanienbraun, Dunkelbraun, fast bis Schwarz kann er auswählen. Meistens kommt er schon mit einem bestimmten Farbwunsch. Und so war das hier auch der Fall. Er kam ja gleich rein und sagte, ja, also wollte sie gerne einen Cognac haben. Während die Farbe trocknet, bereitet Andreas Thilow die sogenannten Rahmen vor, die später eben wie eine Art Rahmen unter die oberste Sohlenschicht geklebt werden. Der Sohlenrand wird dadurch später dicker. Die Sohle braucht den Rahmen eigentlich in erster Linie als Verstärkung, damit da eine Schicht mehr den teilweise beträchtlichen Zug von den Riemen auf die Sandale aushält. Und zum anderen ist es ein angenehmes Mittel, um die Sohle etwas zu den Rändern hin zu erhöhen, sie zu stabilisieren. Aus dem einen Streifen Leder werden jetzt durch diese Spaltmaschine 2 Streifen. 2 Rahmen, für jede Sohle einer. Danach werden auch die Sohlenrahmen angeraut und geschliffen, um sie besser verkleben zu können. Mittlerweile ist die Cognacfarbe auf den Sohlen getrocknet. Die Unterseite, die angeraute Seite der Sohlen und die Rahmen werden mit einer verdünnten Klebermischung grundiert.
Mit der Grundierung erreichen wir, dass die ja sehr dünnflüssige Flüssigkeit tief ins Leder eindringt und schafft, wenn sie dann getrocknet ist, einen idealen Untergrund für die eigentliche Verklebung mit dem Originalklebstoff. Konkret ein Ethylacetat-Kontaktkleber. Kleben, aber wie? Handarbeit, die erstaunlich schnell von der Hand geht und die zeigt, wie biegsam das Leder tatsächlich ist. Der Rahmen bewirkt, dass die Sandale etwas plastischer wirkt, als wenn der Rahmen nicht draufgeklebt wäre. Die Rahmen werden erstmal nur aufgedrückt. Dabei bleibt es aber nicht. Ich klopfe jetzt die Wellen, die sich hier gebildet haben, klopfe ich die Wellen fest, dass es klebt. Erst mit dem Hammer, mit dem Schusterhammer, die Wellentäler festklopfen und dann mit dem hier, der hat eine ganz andere Wucht, ist schwerer, mit dem klopfe ich dann so das fest. Im nächsten Schritt werden die Sohlen samt Rahmen kurz gepresst. In der Schusterpresse mit 5 bis 6 Bar Druck. Ein Leisten in der entsprechenden Schuhgröße hilft dabei, die Sohlen in eine erste Form zu bringen. Dabei sind diese beiden Sohlen nur die oberste Schicht, erst der Anfang des Sandalenbaus. Bei unserem Modell, was wir jetzt gerade bauen, haben wir noch 4 Sohlenklebungen, die alle ausgeschnitten, angeraut werden an der Schleifmaschine, mit Grundierung bestrichen werden und dann mit Kleber eingestrichen werden und nach einer gewissen Zeit zusammengepresst werden. Und jedes Mal nach dem Pressen einer neuen Schicht nehmen wir außen herum ab und schleifen schon auf die von der Brandsohle vorgegebene Form der Sandale. Brandsohle nennt man die oberste Sohlenschicht, auf der der Fuß steht. Unter anderem durch Schweiß wird das Leder mit der Zeit dunkler. Eine Theorie, woher der Name kommt. Wenn die oberste Sohlenschicht geschliffen ist, wird die erste Zwischensohle, ebenfalls aus Leder, ausgeschnitten. Bei hochwertigen Sandalen sind Zwischensohlen Pflicht. Jede Sohle bringt eine Verstärkung zum einen und auch Versteifung der Gesamtsandale. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einer Sohle auf einen Stein trete. Die Zwischensohle plus der Kleber machen sich sehr bemerkbar. Gleichzeitig schneidet Andreas Thilow weitere Verstärkungen aus. Auch sie kommen, wie der Rahmen, an den Rand der Sandale. Genau wie der Rahmen dienen sie später dazu, die Stellen, an denen die Riemen sitzen, die sogenannten Riemenlöcher, zu verstärken. Alle Riemenlöcher sind sozusagen die Schwachstellen bei der Sandale, die am ehesten mal ausreißen. Sowohl die Verstärkungen als auch die Zwischensohlen werden für das spätere Verkleben angeraut. Die Verstärkungen werden dabei zusätzlich noch an 3 Seiten angeschärft, und zwar so, dass sie zum Rand hin hauchdünn sind. Wir machen deswegen die Verstärkung mit den abgeschnittenen Rändern, weil wir sonst eine Stufe bekommen würden. Dadurch, dass wir das abschärfen und anschleifen, können wir den Übergang stufenlos machen. Und das verträgt die Sandale. Das merkt man überhaupt nicht, dass da so eine Verstärkung dann drin sitzt. Die Sandale setzt sich am Ende wie ein Puzzle aus ganz vielen Teilen zusammen.
Und zwar so, dass das dem späteren Träger nicht unangenehm auffällt. Jetzt kommt wieder das Grundieren und dann das Kleben der Verstärkungen auf die Unterseite der Brandsohle. Alles kommt, wie gehabt, wieder in die Presse. Dann einer der wichtigsten Schritte beim Sandalenbau, das Stanzen der Riemenlöcher. Also die Stellen, durch die später die Riemen führen. Alles Freihand. Beim Löcherstanzen kann man einen Fehler machen, dass man das Stanzeisen nicht ganz kontrolliert setzt, da wo es sitzen soll. Dann ist bei dem Schlagen mit dem Hammer, es ist doch eine ziemliche Kraft, die man aufwenden muss. Da kann das sein, dass das Stanzeisen verrutscht. Das ist also ein ganz kritischer Punkt. Wenn der Steg zu schmal ist, dann reißt er, kann man nicht verkaufen. Wir müssen mit ziemlich großer Kraft hämmern, sonst treibt es das Stanzeisen nicht ins Leder rein. Aber gleichzeitig müssen wir das Stanzeisen in der Lage kontrollieren, dass es auch wirklich da das Loch stanzt, wo wir es haben wollen. Also es ist so, dass wir mit der rechten Hand das Stanzeisen sicher halten und mit der linken Hand kräftig schlagen. Und das ist klar, wenn man kräftig losschlägt, dann reagiert manchmal die rechte Hand und dann verrutscht das Eisen. Ich mache es immer so, dass ich am Anfang 1, 2 Schläge leicht reingebe. Dann ist schon mal die Lage des Stanzeisens ist schon mal fixiert. Und dann schlage ich kräftiger die letzten Schläge. Das Stanzen der Löcher ist der eigentliche Punkt, an dem eine Sandale gut gelingt oder eben nicht gelingt. Da muss man sie nochmal machen. Erstmal werden nur die beiden hinteren Löcher der Sandale gestanzt, die Stellen, die bereits durch eine Extraschicht verstärkt sind. Damit das Stanzen insbesondere durch die dickeren hinteren Sohlenabschnitte nicht zu schwierig wird, klebt Andreas Thilow erst jetzt die Zwischensohle auf. Auch durch diese Zwischensohle werden nach dem Kleben und Pressen die Riemenlöcher gestanzt. Jetzt vorne und hinten. Als nächstes werden die Sohlen für das Nähen vorbereitet. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Als erstes mache ich mit einem Zirkel, mit einer Einstellung von ca. 7,5 bis 8 mm, ziehe ich eine Linie, drücke ich in das Leder rein. Die läuft hier entlang, geht hier herum und so weiter. Die zeichne ich an. Dann nehme ich ein spezielles Messer, was sehr gut in der Hand liegt, sehr fest ist, sehr stabil auch hier ist. Mit dem schneide ich genau entlang dieser Linie, schneide ich einen mitteltiefen Riss in das Oberleder rein. Einmal ganz rundherum bei der Sandale. Dann nehme ich Wasser. Ich muss diesen Riss, der zunächst ja fast nicht erkennbar ist mit bloßem Auge, den muss ich ja weit öffnen, damit ich mit der Nähmaschine da die Naht reinbringen kann, das Vorstechen und die Naht selber. Das Wasser macht das Leder weich und deswegen streiche ich einen Streifen hier mit Wasser entlang dieses mit dem Messer geschnittenen Nahtrisses ein. Ich mache das mehrfach, dass das Wasser also richtig gut auch in den Nahtriss einziehen kann. Das tut es auch. Es wird nach innen gezogen. Dann ist das Leder nach ganz kurzer Zeit etwas weicher und ich arbeite zunächst mit einem Gerät, von dem ich nicht mal genau weiß, wie es heißt, aber es tut seinen Zweck. Mit dem öffne ich den Nahtriss etwas. Rundherum fahre ich so entlang
Und dann wässere ich mit dem etwas geöffneten Riss, nochmal stark mit Wasser in diesen Riss rein. Dadurch wird der Riss in der Tiefe noch mehr mit Wasser weich gemacht. Und dann kann ich mit einem Stichel, den ich mir hier speziell zugeschliffen habe, fahre ich dann hier entlang und erreiche so die weitestgehende Öffnung von diesem Riss. Und wenn das so geöffnet ist, dann ist eigentlich der Nahtriss fertig für das Vorstechen und für das endgültige Nähen. Dieser erste, tiefe Nahtriss dient als Vorbereitung zum Nähen mit der Nähmaschine. Allerdings gibt es noch einen zweiten, kaum sichtbaren Nahtriss direkt daneben. Der ist für später, für die zusätzliche Handnaht gedacht. Das heißt, die Sandalen werden einmal mit der Maschine und einmal von Hand genäht. Die Handnaht macht die Herstellung der Sandale besonders anspruchsvoll und die Sandale an sich besonders stabil und hochwertig. Aber zuerst werden die Sandalen mit der Nähmaschine genäht. Das ist nicht so einfach. Die Nahtlöcher müssen erst durch das dicke Leder vorgestochen werden und das an einer jahrzehntealten Spezialmaschine. Es ist zum einen eine einfache Maschine. Sie hat zwar viele mechanische Vorrichtungen, aber ist trotzdem noch eine einfache Maschine im Vergleich zu dem, was man heute hat. Und sie hat unten viel Spielraum, um an den Riemenlöchern innen vorbei zu nähen. Das können viele andere Maschinen, können das nicht, weil sie nicht genügend Platz haben. Zunächst machen wir von oben her, nähen wir die Naht einmal vor, ohne Faden. Nur um die Stichlöcher in der Sandale festzuhalten. Und die sind ja dann, wenn wir die Sandale umdrehen, von unten sichtbar, die Stichlöcher. Und entlang dieser Stichlöcher gehen wir dann mit dem Hobel und ziehen einen Riss immer genau den Stichlöchern folgend. Die Zwischensohle auf der Unterseite der Sandale wird also anhand der Stichlöcher ebenfalls geöffnet. Jetzt weiß Andreas Thilow ganz genau, wo der Faden unten und oben liegen wird. Und wenn das fertig ist, gehen wir an die Maschine und mit Garn nähen wir dann die eigentliche Naht durch. Oben liegt die Naht in dem vorgegebenen Riss und unten liegt die Naht in dem Riss, den wir nachträglich anhand der Löcher geschnitten haben. Wir haben also von unten und von oben die Lochmarkierung, einen Riss oben, einen Riss unten und dann können wir nähen und die Naht ist durchgehend versenkt. Genäht wird mit dem sogenannten Forellenfaden, ein Faden, der unempfindlich gegen Feuchte und Fäulnis ist. Dass der Faden so tief in der Sandale versenkt wird, hat einen guten Grund. Wenn ich die Naht einfach auf das Leder nähe, dann ist jeder Stich oben auf dem Leder zu sehen. Und da reicht ein Sommerurlaub am Strand, dass der Träger der Sandale die Naht schon zum Teil durchgescheuert hat, weil sie oben aufliegt. Das kann hier nicht passieren, weil der Nahtriss, in dem die Naht hier versenkt wird, später wieder geschlossen wird. Aber bevor es soweit ist, schneidet Andreas Thilow erstmal die nächste Sohle aus, das Korkfußbett. Wir brauchen den Kork, damit die Sandale überhaupt ein Fußbett bekommen kann. Sonst wäre sie ja von vorn bis hinten ganz glatt. Das Korkfußbett ist eigentlich das, was der Sandale die Form gibt. Wir haben hier Mikrokork, das ist eine Weiterentwicklung. Früher haben wir Naturkork gehabt, das ist auch Naturkork, aber sehr fein verschliffen und verpresst.
Dann wird das Korkfußbett auf die Sohle geklebt. Der Kork kommt nur auf den hinteren Teil der Sandale. Die Sandalen werden gewässert. Wir wässern die Sandalen aus 2 Gründen. Zum einen, um das Leder oben biegsamer zu machen. Es formt sich stärker. Jedes Leder, was nass ist, wird weicher, biegsamer. Und das zweite ist, dass wir ja offene Risse haben, in die wir genäht haben. Und die wollen wir zustreichen. Das können wir am besten machen, indem wir das Oberleder nochmal wieder richtig wässern und dann mit einem Streichgerät aus Holz zustreichen. Von beiden Seiten wieder. Das, was wir vorher gemacht haben, wir haben den Riss geöffnet, um reinzunähen. Da sind wir mit dem Stahlstichel herumgegangen. Und jetzt gehen wir mit dem Holz und reiben das Leder wieder über der Naht zu. Ab jetzt liegen die Nähte, mit denen die Sohlen zusammengenäht wurden, tief in den Sandalen verankert. So schnell geht da nichts mehr kaputt. Dann wird unter dem feuchten Korkfußbett eine Kunststoffpelotte provisorisch befestigt. Sie soll die Erhöhung hinter den Zehengrundgelenken in die Sohle pressen. Es ist die Stelle, von der aus jede Sandale ihre ergonomische Form bekommt. Wir pressen zunächst die Sandale auf einem Holzstück mit der beigelegten Kunststoffpelotte unten drunter, damit das Leder speziell im Pelottenbereich eine Vordehnung bekommt, schon stark nach oben gewölbt ist, während der restliche Teil der Ledersohle noch eigentlich fast planeben ist. Es ist also nur die Pelotte schon rausgehoben. Beziehungsweise reingedrückt. Nach kurzer Zeit in der Presse wird ein Teil des Korks abgeschliffen. Eine Vorbereitung für die Hauptpressung der Sohle. Ich nehme im Bereich der mittleren Ferse des engeren Bereiches, schleife ich den Kork schon ganz weg, sodass ein heller Fleck auftaucht, der zeigt, dass darunter das Leder angeschliffen wurde schon. Nur so hat die Sohle beim Pressen genug Platz, sich der Form des Leistens anzupassen. Auf diese Weise entsteht, inklusive Pelotte, das komplette Fußbett. Dieser Pressvorgang dauert 15 Stunden. Ein Nebeneffekt: Durch das Pressen bekommt das Fußbett nicht nur seine Form, sondern wird auch trocken. Während des Pressvorgangs schneidet Andreas Thilow die Gummisohlen zurecht. Die Laufsohlen, die bei Bedarf ausgewechselt werden können. Der Kunde hat sich eine Sohle gewünscht, die einigermaßen lange hält und die extrem rutschfest ist. Und da hat er dann das 6,5 mm Profilgummi bekommen. Das hat er sich deswegen gewünscht, weil er vorwiegend die Sandalen für Wanderungen anziehen will. Und da habe ich eigentlich nichts Besseres als diese Sohle. Zeit, sich um die Riemen zu kümmern. Klar, ohne die geht es nicht. Das Schneiden der Riemen geht erstaunlich schnell. Ist das wirklich genau genug? Nein, ich habe ja einen Riemenschneider und habe da genaue Millimeterangaben. Und da kommt es also auf 1/2 Zehntel Millimeter schon drauf an. Das sieht man sofort, wenn der eine Riemen etwa 8,8 hat und der andere 9,2. Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Also man muss sehr genau arbeiten. Die Sandalenriemen bestehen aus einem ganz besonderen Leder. Dieses Leder wird beim Gerben stärker mit Fett behandelt
und ist deswegen jetzt hinterher weicher, biegsamer und lässt sich sehr gut einfädeln und anpassen an den Fuß. Jede Sandale hat einen Riemen, der außer an der Ferse in 3 Streifen aufgespalten wird. Aus den 3 Streifen, die trotzdem weiterhin Bestandteil eines Riemens sind, wird später sehr kunstvoll, ohne jeden Kleber, in einem Stück die komplette Sandale geflochten. Die Kanten der einzelnen Stränge der Riemen werden abgerundet. Die Riemen sind ja zunächst ganz scharf, so scharf geschnitten, wirklich rechteckig. Und dann haben wir einen Kantenzieher, das ist wie eine Art kleiner Hobel. Und mit dem fahren wir sämtliche Kanten von der Vorderseite und von der Rückseite fahren wir ab und nehmen einen Span von den Ecken jeweils ab. Die so abgerundeten Riemen verhindern, dass die Haut eingeklemmt wird und man sich wehtut. Zu guter Letzt bekommen die Riemen dieselbe Farbe wie die Sohle, also Cognac. Alles wird von Hand gemacht. Die Riemen müssen trocknen. Genau der richtige Zeitpunkt, um die Sohlen aus der Presse zu holen. Das Fußbett ist fertig. Unser Fußbett haben wir vor ungefähr 40 Jahren oder 43 Jahren mit einem befreundeten Arzt entwickelt. Und der hat uns einige entscheidende Tipps gegeben, wie das Fußbett modelliert werden soll. Und das haben wir umgesetzt und das ist bis heute eine Art Geheimnis unserer Sandalenproduktion. Wieder an der Schleifmaschine. Die Sohle wird, nachdem die durch die Pelotte entstandene Kuhle an der Unterseite etwas mit Kork aufgefüllt wurde, in Form geschliffen. Ich schleife die Teile, wo vom Kleben her zu viel Fußbett war, zu viel Kork war, schleife ich ab, sodass wir eine durchgehend glatte Sohlenfläche erreichen. Danach bekommt die Sandale noch eine weitere Ledersohle verpasst. Die ist für die gleich anstehende Handnaht wichtig. Denn die Naht, die jetzt kommt, würde in einem Korkboden nicht halten. Diese Sohle dient Andreas Thilow also als Widerlager für die Handnaht. Die Sandale wird wieder gewässert. Auf der Oberseite der Sandale muss jetzt der bereits markierte zweite Riss geöffnet werden, in den Andreas Thilow hineinnähen kann. Die Löcher werden einmal mehr vorgestochen, damit er auf der jetzt neuen Sohlenunterseite sieht, wo die Naht später verläuft. Die kleinen Löcher hat er mit einem Kugelschreiber verbunden. Mit einer Art elektrischem Hobel wird jetzt der Nahtriss auf der Unterseite der Sohle ausgefräst. Jetzt kann Andreas Thilow mit der eigentlichen Handnaht beginnen. Er benutzt dafür die gleichen Löcher, die er kurz vorher für den zweiten Nahtriss gestochen hat. Ich steche den Unterfaden, also der jeweils unten unter der Sohle ist, den steche ich erst ein und ziehe ihn ein Stück weit rein. Dann nehme ich den Oberfaden und wickel den zweimal
um den Unterfaden herum. Einmal, hopp. Und noch einmal. So. Und jetzt nähe ich den Oberfaden durch das Loch, wo ich eben den Unterfaden durchgenäht habe. Nähe ich jetzt den Oberfaden durch. So. Und dann ist dieses dieses Ineinanderwickeln zieht sich dann in das Leder rein. So. Und dann ziehe ich kräftig an. Damit ist die Naht dann fertig. Da steche ich den Unterfaden. Der vorher Oberfaden war, wird jetzt Unterfaden. Ne? Der wechselt ja immer die Seite. Der Faden ist auf beiden Seiten versenkt. Wenn wir jetzt einen Faden hier abschneiden, dann ist immer noch hier der andere Faden, der gegenläufig ist, der hält immer noch das Leder zusammen. Das ist also bei der Handnaht eigentlich das Besondere, dass Unter- und Oberfaden immer wechseln. Während, wenn man mit der Maschine näht, dann bleibt der Unterfaden immer unten. Geht nur kurz nach oben, holt den Oberfaden, geht wieder runter, nächste Loch hoch und wieder runter. Wenn man da einmal schneidet, dann kann man im Prinzip kann man den gesamten Unterfaden noch rausziehen. Das geht bei der Handnaht nicht. Wenn du da am einen ziehst, dann ist immer noch der andere da, der die Leder zusammenhält. Mit anderen Worten, Andreas Thilow vernäht zwei voneinander unabhängige Fäden, was die Naht nahezu unzerstörbar macht. Das, was immer wieder Spaß macht und auch mit Genugtuung gefüllt, ist, dass man eine echte handwerkliche Arbeit macht. Nicht mit Scheinnähten und sowas, die nur an der Oberfläche sind, sondern wirklich Nähte, die Teile zusammenhalten. Es gibt ja heute kaum noch Schuhe, die durchgenäht sind. Meistens ist da oben ein schmales Rähmchen, wo tak, 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 tak die ganzen Stichlöcher sind und das wird dann hingeklebt. Das ist also überhaupt, das ist nur noch der Schein einer Naht. Nach mehreren Stunden ist die Handnaht fertig. Jetzt kommt die letzte Sohle, die bereits vorbereitete Laufsohle aus Gummi auf die Sandale. Der Vorteil, man kann die Sohle wechseln, ohne die Naht zu beschädigen. Alles zusammen wird dann wieder gepresst. Andreas Thilow schneidet die überstehenden Reste der Gummisohle ab. Die Naht wird erneut gewässert und damit weich gemacht, zum Zustreichen, dem Versenken der Handnaht. Damit ist die Sohle aber auch nach 4 Tagen Arbeit immer noch nicht fertig. Das sogenannte Finish steht an, beginnend mit dem Einölen der Sandalenoberfläche. Wenn wir die Sohle nicht einölen würden, dann würde sie so belassen schneller Falten bilden, vor allen Dingen vorn im Ballenbereich, und würde auch schneller dann durch die Falten brüchig werden und eventuell sogar reißen oder zumindest tiefe Spalten bekommen. Auch die Sandalenriemen werden geölt. Bei den Riemen ist es so, dass wir die Riemen erst ölen, dann fetten, damit wir einen möglichst geschmeidigen Verlauf der Riemen über den Fuß bekommen. Die Sohle, die noch im Rohzustand ist, schleifen wir auf die endgültige Form, sodass seitlich alle Schichten übereinander genau gleich aufhören. Und nicht die Gummisohle etwas noch vom Messerschnitt vorsteht und eine andere Lederschicht eine Spur, Bruchteile von einem Millimeter zu weit nach hinten noch ist. Das gleichen wir aus durch einen Schliff der gesamten Außenkante. Andreas Thilow wachst die Sandalensohle. Mit dem Wachsen erreichen wir, dass die Sandale, die schon fertig geschliffen ist, farblich
noch einmal dem Oberleder angeglichen wird und die ganzen Lederschichten wie eine einzige Lederschicht zusammenwirken. Gleichzeitig sind alle 5 Sohlen der Sandale sichtbar. Sie ist fast fertig. Wir gehen an die Maschine, und zwar an die Bürste, und bürsten nochmal das Wachs, was auch an den Seiten am Fußbett hängt, bürsten wir nochmal runter und glätten es, sodass also richtig schön strahlend blank rauskommt. Der Korpus ist dann fertig. Dann öffnen wir die Schlitze, die wir ja extra nicht mit Kleber bestrichen haben, weil da die Riemen durchgehen. Und dann ist die Sandale fertig zum Einriemen. Die schöne Sandale. Aber das Aufstemmen der Sohle ist unerlässlich, denn die Riemen werden mitten durch die Sohlen gelegt. Sie werden nirgends geklebt. Bevor er die Riemen einzieht, stanzt Andreas Thilow in das Riemenband 7 Löcher. Hier können die Sandalenriemen später durchgezogen werden. Die meisten anderen Sandalen arbeiten an dieser Stelle mit Schnallen. Das Einriemen selbst ist eine aufwendige Arbeit, die viel Geschick erfordert. Zuerst werden die 3 Stränge des Riemens auf der hinteren Innenseite kunstvoll verwoben. Der Anfangsknoten jeder Sandalenflechtung. Jetzt sehen wir eigentlich schon den fertig eingeflochtenen ersten Riemenknoten hier. Und diese 3, die gehen dann jetzt von hinten innen über den Spann nach vorne außen. Die würden dann hier durchgehen und gehen dann von dort aus wieder parallel dann da weiter. Derselbe Riemen mit seinen 3 Enden wird durch die komplette Sandale gezogen. Und erst hier, der hintere, der wird dann wieder geflochten, so wie der hier. Anders ausgedrückt, jede Sandale wird nur von einem einzigen Lederband gehalten. Wenn ich nach 2 Jahren, nach 5 Jahren irgendwann mal die Riemen sich so weit gedehnt haben, dass der Fuß nicht mehr genügend Halt hat, dann kann der Kunde selbst die Riemen lockern, nachspannen und wieder neu einklopfen. Bei der Abholung bekommt der Kunde allerdings seine Maßsandale passgenau eingestellt. So, jetzt. Nach 5 Tagen Arbeit. Wie findet der Kunde seine Sandalen? Ja, ich bin total begeistert. Insgesamt von Farbe, Passung und der Form gefällt mir richtig gut. Ich bin sehr optimistisch, dass ich damit eine richtig gute Wanderung machen kann, vielleicht sogar eine Alpenüberquerung. Die Sandalen sind fertig. Sie sind angepasst. Mit doppelter Naht, einmal mit der Maschine, einmal von Hand, mit 5 verschiedenen Sohlen sowie weiteren Verstärkungen. Ein Meisterwerk der Handwerkskunst für aktuell 630 €. Ich bin immer zufrieden, manchmal auch glücklich, dass die Sandale so gut am Fuß sitzt und der Kunde eigentlich meistens mit den Sandalen am Fuß hier gleich die Werkstatt verlässt. Die Sandale ist jedes Mal ein Unikat. Die Sandale hält viele Jahre, manchmal Jahrzehnte und mehr. Während unserer Dreharbeiten kam ein Kunde vorbei und bat darum, dass seine Riemen erneuert werden. Nach 35 Jahren. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.